In diesem Video Agile Heroes Education geht es darum, wie Miro funktioniert. Willkommen bei Agile Heroes Education. Miro, das ist im Grunde genommen nichts anderes wie ein unendliches Whiteboard. Ihr könntet jetzt im Grunde genommen alles, was ihr an einem normalen Whiteboard macht, auch, ja, was soll ich sagen, hier in diesem Miro-Board machen. Das heißt, wir machen jetzt uns ein Kanban-Board sozusagen, wo wir die verschiedenen Bereiche einterteilen könnten. Als Beispiel wäre, dass man sagt, wir machen es jetzt gelb. Hier, das ist hier zum Beispiel das Ideenfeld. Da könnte man jetzt sagen, gut, jedes Teammitglied hat Post-its, jedes Teammitglied, keine Ahnung, die Marketingabteilung benutzt Orange für ihre Ideen, die Serviceabteilung benutzt Grün für ihre Ideen und hier schreibt man dann die Ideen drauf. Hier unten in dem rechten Bildschirmbereich das gesamte Miro-Board einmal in einer Mikroperspektive, damit man immer weiß, wo man gerade ist in dem ganzen Spiel, ja. In der Praxis kommt es oft vor, dass die gerade Kunden, mit denen wir das Ganze machen, sich vielleicht verlieren auf dem Board. Und da hilft eine coole Funktionalität, die ist nämlich auf den Owner des Boards zu klicken, hier auf unseren Button in dem Fall, und dann findest du den Board Owner, wo er sich gerade befindet. Eine coole Funktion, cooler Hack auf jeden Fall. Ansonsten hätten wir hier noch Radiergummis, um Sachen wegzuradieren, die wir vorher geschrieben haben mit einem Pen irgendwie, ja. Da kann man dann drüber gehen und das wegradieren. Man hat Kommentarfunktionen, man kann sich Felder noch zeichnen. Das Board ist wirklich extrem umfangreich und eignet sich wirklich dafür, ein echtes Whiteboard zu ersetzen, jetzt vor allen Dingen in der digitalen Welt. Was man dazu sagen muss, man muss schauen, es gibt natürlich eine Free-Version und ich glaube, das ist noch eine wichtige Information, wenn du ein Payer bist, also jemand, der dafür zahlt, dann kannst du, das Tool kostet je nachdem zwischen 10 und 30 Euro im Monat, welche Funktionalitäten du nutzt. Und du kannst dann aber alle Leute einladen und die brauchen gar keinen Miro-Account. Wirklich cool und wirklich raffiniert. Wenn du allerdings die kostenlose Version nutzt, ist es natürlich ein bisschen eingeschränkt, macht wirklich Spaß. Und ich glaube, es war ein guter erster Einblick in die Welt von Miro mit diesem kurzen Video. Vielen Dank, bis dann und mach's gut. Ciao.